Grausam, romantisch, magisch, grenzenlos. Zauberstab und Märchenfee. Ruckedigu, rufen die schneeweißen Tauben eindringlich vom Haselnussbaum herab. Schon einmal hatten sie Aschenputtel aus ihrer Not geholfen und Linsen und Weizen aussortiert. Die einen ins Töpfchen, die anderen ins Kröpfchen. Kurz darauf hatte der geheimnisvolle Baum auf dem Grab der verstorbenen Mutter wunderschöne Kleider für den königlichen Ball gezaubert und die verspottete, zu harter Arbeit gezwungene Waise aus ihrem Kummer gerettet. Nun gurren es die Täubchen von eben diesem Grabbaum herab. Der kleine Glaspantoffel gehört nicht den hinterhältigen Stiefschwestern, nein, die rechte Braut ist Aschenputtel. Der glückliche Prinz heiratet sein schönes Mädchen. Die bösen Schwestern erhalten ihre gerechte Strafe. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch. Als Kind liebte ich Märchen. Ich erinnere mich noch gut daran, wie gerne ich sie als Kind gelesen und gesehen habe. Die schön illustrierten Grimms Märchenbücher, der erste abendfüllende Zeichentrickfilm der Walt Disney Studios Schneewittchen und die 7 Zwerge und die herzerwärmende DEFA-Verfilmung aus den 50er Jahren 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Sie alle haben bleibende Eindrücke bei mir hinterlassen. Später betrat Ariel, die kleine Meerjungfrau, mit ihren heiteren Kameraden die Bühne. Der König der Löwen faszinierte die Massen und Alice im Wunderland machte selbst die langweiligsten Ferien interessant. Rauschende Kleider, mutige Helden, niedliche Figuren, unschuldige Liebesgeschichten, Fantasie und Happy End. Man konnte in eine mystische Welt eintauchen, in der das Gute siegte und Welten heil wurden. Man konnte auf Teppichen fliegen, einen Prinzen heiraten und die reale Welt um sich herum eine Zeit lang vergessen. All die Grausamkeiten der Märchen waren auf der Leinwand nicht wirklich präsent. Aber sind Märchen wirklich so unschuldig? Lebhaft erinnere ich mich daran, wie ich einst zu Hause ein sehr altes Märchenbuch entdeckte, dessen Seiten fast zu Staub zu zerfallen schienen, sobald man sie berührte. Filigrane Zeichnungen von einsamen Hexenhäusern und unheimlichen Waldszenen schmückten die Seiten, die von Grusel, Rachezaubern, grausamen Morden erzählten. Es scheint, als wäre doch etwas davon hängen geblieben. Denn so manche Nacht erwachte ich aus Träumen, in denen ich in einem Zauberwald oder einer verwunschenen Burg gefangen war. Noch heute sehe ich die halbnackten, kreischenden Vögel in der Verfilmung von Ronja Räubertochter vor mir und spüre diese beklemmende Atmosphäre. Wirklich zum Nachdenken brachte mich dann eine Begegnung in einem örtlichen DDR-Buchladen. Er war sehr klein und so mit Büchern überfüllt, dass man sich kaum bewegen, geschweige denn ein bestimmtes Buch finden konnte, es sei denn, man kannte jede Ecke des Ladens. Meine Mutter war damals auf der Suche nach einem Buch für uns Kinder und wurde unbeabsichtigt Zeugin eines Gesprächs zwischen der Verkäuferin und einem Kunden. Die freundliche Dame bot dem jungen Pfarrer, Familienvater einer kinderreichen Familie, ein Märchenbuch an, eine Rarität zu DDR-Zeiten. Dankend lehnte er ab und erklärte, dass er grundsätzlich keine Märchen lese. Auf die verwunderte Nachfrage, warum das so sei, antwortete er, dass Märchen gewalttätig und grausam seien. Gewalttätig und grausam? Stimmt, dachte ich, als meine Mutter mir davon berichtete. Der Wolf frisst das Rotkäppchen und dessen Großmutter und auch die 7 Geißlein landen in seinem Bauch. Nett ist das nicht. Im Märchen gibt es tatsächlich mehr grausame Elemente, als man vielleicht auf den ersten Blick vermutet. Und genau an diesem Punkt begann mein persönliches kritisches Hinterfragen der Welt der Märchen. Wollte ich sie wirklich lesen? Und wollte ich sie später einmal meinen Kindern erzählen? In Kinderfilmadaptionen
wurden die gruseligsten und grausamsten Elemente entfernt oder humorvoll verschleiert. Manchmal wurden sie aber auch bewusst verstärkt und die Märchen zu einem echten Horrorthriller gemacht. Betrachtet man den Stoff der Märchen genauer, läuft einem kalter Schauer über den Rücken. Ein zum Raubtier entfremdetes Wildtier frisst eine bettlägerige Patientin und ihre Enkelin. Eine verfressene Kannibalin schürt einen lodernden Ofen für ein ausgesetztes Kind. Eine intrigante Angestellte muss nackt in ein mit spitzen Nägeln ausgeschlagenes Fass steigen und wird darin bis zum Tod durch den Ort geschleift. Eine kaltblütige Haushälterin verhindert nach der Zerstückelung von Ali Babas Bruder weitere Rachemorde nur, indem sie einen Mann mit heißem Öl tötet und einem anderen mit einem Dolch die Kehle durchschneidet. Und Dornröschen wird in der gruseligsten Version im Schlaf vom eigenen Vater vergewaltigt und ihre Kinder sollen geschlachtet und gegessen werden. In der Tat, das lässt einen den Atem stocken. Diese Geschichten entstammen nicht Drehbüchern aktueller Horrorfilme, sondern tatsächlich der Märchensammlung der Brüder Grimm und den Märchen aus 1001 Nacht. Grusel und Gewalt sind dabei nicht die einzigen Aspekte, die sich unbemerkt einen Platz in den Gefühlen und Gedanken eines heranwachsenden Menschen suchen. Disney hat es darüber hinaus mit seinen Filmen geschafft, einfache Geschichten in ein Fest der Sinne zu verwandeln, eine ewig romantische Welt. Aus pausbäckigen Kindern und natürlichen jungen Frauen wurden attraktive Galaschönheiten mit eingeschnürten Wespentaillen, weitschweifenden Kleidern und opulenten Ausschnitten. Kaum ein Film verzichtet auf romantische Szenen und erotische Einschübe, und seien es nur die halbnackten Schwalben bei Ronja Räubertochter. Kinder werden damit schon früh sexualisiert und sind enttäuscht, wenn sie nicht wie Barbie aussehen oder eine ihrer Disney-Filmkolleginnen. Wenn wir Filme schauen, schüttet unser Körper Hormone aus. Adrenalin, Cortisol, Oxytocin, Progesteron, Testosteron, Serotonin und sogar Dopamin. Kurzzeitig fühlen wir uns glücklicher, hilfsbereiter und unternehmungslustiger. Vor allem die regelmäßige Ausschüttung von Dopamin, auch als Verliebtenhormon bekannt, kann aber süchtig machen. Schnell wird die Flucht ins Land der Träume zum täglichen Abenteuer. Liebesfilme, Horror und Dramen geben den nötigen Kick, um im Alltag zu bestehen. Märchen bilden dabei die Einstiegsdroge in eine Welt, wo die Wirklichkeit leicht entschwinden kann, wo wissenschaftliche und nüchterne Lektüren langweilig werden und der Weg voll Glitzer und Glimmer attraktiver erscheinen mag als tägliche Verpflichtungen und moralische Integrität. Doch nicht nur Romantik, Horror und Abenteuer des Helden sind ein gesuchter und willkommener Nervenkitzel, sondern auch die den Märchen innewohnende Magie. Zauberstab, Kobold und Hexe, gute wie auch böse Feen, berühren die Gefühle des Lesers mit einer magischen Kraft. Die Lösung der Herausforderung, die Erfüllung der Aufgabe ist möglich durch Zauberei. Nun ist Zauberei aber nicht so harmlos, wie sie sich darstellt. Schon der Zauberlehrling Goethes stellte fest: Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los. Wer sich einmal in Magie verstrickt, sei es Kartenlesen, Horoskope, Gläserrücken oder Handlesen, merkt schon bald, dass seltsame Dinge in seinem Leben passieren. Besteck und Teller fliegen durch die Wohnung, Türen gehen auf, Schränke verrutschen. Das Märchen wird Realität und der düsterste Grusel zieht in das eigene Leben ein. Warum? Weiße wie auch schwarze Magie wirken durch Geister bzw. Dämonen, meist unsichtbare Geschöpfe, die gegen Gott und das Gute kämpfen. Sie gaukeln am Anfang vor, hilfreich zu sein, aber wenden sich schon bald gegen den Menschen und belästigen ihn mit dem Ziel, ihn zu zerstören. Die Bibel sagt:
Niemand von euch darf seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer verbrennen. Niemand soll Wahrsagen, zaubern, Geister beschwören oder Magie treiben. Keiner darf mit Beschwörungen Unheil abwenden, Totengeister befragen, die Zukunft vorhersagen oder mit Verstorbenen Verbindung suchen. Vielmehr, suche dein Glück bei dem Herrn. So wird er dir geben, wonach du dich im Herzen sehnst. Märchen schaffen es, Kindern und Erwachsenen auf begeisternde Art in die Welt der Magie einzuführen, aus der sie dann ohne Hilfe nur schwer wieder herausfinden. Gibt man dem Teufel den kleinen Finger, nimmt er sich gern die ganze Hand und führt den Menschen, der doch eigentlich nur mit Märchen begann, in immer verzwickteres Elend und abgrundtiefe Verzweiflung. Ein wichtiges Element der Märchen ist die großzügige Belohnung des Guten und die grausame Bestrafung der Bösen. Die böse Königin muss bei Schneewittchens Hochzeit zur Strafe in rotglühenden Eisenpantoffeln tanzen, bis sie tot zusammenbricht. Die bösen Stiefschwestern von Aschenputteln bekommen für ihre Niederträchtigkeit die Augen ausgehackt. Und die böse Hexe aus dem Pfefferkuchenhaus verbrennt in ihrem eigens geschürten Ofen. Gruselig, wenn man es ernst nimmt. Rache ist eine tief im Menschen sitzende Neigung. Dabei werden grausame Antworten oder sogar moralische Verfehlungen als gerechtfertigt und notwendig empfunden, da sie vermeintlich dem Recht und dem Guten dienen und, gesprochen in der Märchensprache, letztendlich die Bösen aus dem Weg räumen. In der menschlichen Logik und Hilflosigkeit scheint es oft keinen anderen Weg der Verteidigung zu geben, als mit Härte zu antworten oder selbst auf magische Mittel zurückzugreifen. Viele Menschen tragen dieses Verständnis in sich. Deshalb fand es Eingang in die Welt der Märchen. Ist Vergeltung aber wirklich die einzige Lösung für ungerechtes Handeln? Oder führt das Prinzip von Auge um Auge und Zahn um Zahn nicht letztendlich zu immer mehr Krieg und Blutvergießen in der Welt? Gott selbst zeigt sich anders. Zwar wird ihm vorgeworfen, ein gnadenloser Richter zu sein, der nur darauf wartet, einen Fehler grausam und schmerzvoll zu vergelten. Diese Sichtweise, ebenso die Vorstellung von einem nie endenden Höllenfeuer, entspringt aber vielmehr den menschlichen Neigungen als den tatsächlichen Lehren der Bibel. Sie hat ihre Wurzel in der platonischen Lehre von der unsterblichen Seele und wurde im Mittelalter, also zur Zeit unserer Märchen, gehegt und gepflegt. Schauen wir in die Bibel, insbesondere in das Leben von Jesus Christus, der uns als Mensch und Gottes Offenbarung zeigte, wie Gott wirklich ist, finden wir einen Mann, der Böses mit Gutem vergalt. Er schwieg, als er grausam gemartert wurde, heilte das abgeschlagene Ohr eines Soldaten während seiner Gefangennahme und bat sogar am Kreuz um Vergebung für seine Feinde. Denn Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Doch bleibt böses Handeln dann ungestraft? Gibt es keinen Ausgleich, niemanden, der den Benachteiligten Recht schafft, wie es sich die Märchen erträumen? Auch Gott lässt böses Handeln nicht ungestraft, aber er tut es nicht grausam. Er überlässt den Übeltäter den Konsequenzen seines eigenen Handelns. Er verhindert nicht, dass sein satanischer Gegenspieler die Menschen in Leid und Elend führt. Er zieht seine bewahrende Hand zurück vor den grausamen Angriffen der finsteren Mächte und dem Wüten der eigenen menschlichen Natur. So schafft er bereits jetzt Gerechtigkeit auf Erden. Damit das Böse nie wieder aufkommen kann, wartet dann keine in alle Ewigkeit brennende Hölle auf die Übeltäter, sondern der ewige, also endgültige Tod, als traurige Alternative zum ewigen Leben. Auch das ist gerecht, aber es ist nicht grausam. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen,
tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Märchen kennen keine Grenzen. Für sie ist der Zugang zum Jenseits transzendent und die Grenzen zum Tod sind variabel und leicht passierbar. Kleine Mädchen werden gefressen und wieder lebendig aus dem Wolfsbauch geholt. Schneewittchen isst zwar den vergifteten Apfel, spuckt ihn aber bei der nächstbesten Gelegenheit wieder aus. Statt im Brunnen zu ertrinken, gelangt das fleißige Mädchen zu Frau Holle, die es reichlich für ihren Fleiß belohnt und wieder nach Hause auf die Erde lässt. Die Schwester der 7 Raben erlöst ihre durch einen unbedachten Fluch des Vaters verlorenen Brüder aus dem Glasberg jenseits der Welt. Märchen wiederholen unaufhörlich die erste Lüge der Menschheit. Damals redete die Schlange Eva im Garten Eden ein, dass sie ganz sicher nicht sterben würde, wenn sie von der verbotenen Frucht äße. Wie viel besser wäre es, Kinder mit Wahnerzählungen aufwachsen zu lassen, Geschichten von Menschen, die aus ihren Fehlern lernten, die einem anderen mutig aus einer Notlage halfen oder die in herausfordernden Situationen das Richtige taten, ausschließlich mit ihren einfachen menschlichen Fähigkeiten und einem kindlichen Vertrauen in moralische Werte und ihren göttlichen Beistand. Auf diese Weise können schon die Kleinsten echte Tugenden erwerben und lernen, das Richtige zu tun, selbst wenn sie dabei alleine stehen. Aber Märchen sind doch nur erfunden, sie sind doch nur Fiktion. Eigentlich ja, aber gerade die Verbindung von Realität und Traum, von Wahrheit und Lüge macht es aufwachsenden Menschen schwer, später selbst zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden und wahre übernatürliche Dinge als solche zu erkennen. Dabei liegt das wahre Märchen doch so nahe. Gemessen am biblischen Bericht sind Märchen eine geschickte Fälschung echter, göttlicher und gewinnbringender Pädagogik sowie des eigentlichen Kampfes, in dem wir uns auf dieser Welt befinden, wo unsichtbare, finstere Mächte gegen Gott und gegen das Gute kämpfen. Letztendlich wird das Gute siegen und es wird weder Tod noch Leid mehr geben. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Ja, in der Tat, das ist besser als jedes Märchen.